Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem ersten Tutorial-Video von BR-Modding. War zwar schon ein bisschen länger angekündigt, leider hatte ich dann erst Probleme mit meinem PC gehabt und anschließend war ich ja was am Kränkeln. Deswegen kommt es jetzt zu spät, aber jetzt ist es da und da würde ich sagen, legen wir auch direkt mal los. Das Thema wird sein die Dynamic Hoses, wie ihr die auch schon von unserem Krone KWT-Wender her kennt. Und anhand der Ultima, wie ihr jetzt hier gerade seht, werde ich euch jetzt zeigen, wie ihr passende Schläuche für eure Modelle bauen könnt. Wir schauen uns mal vorne den Bereich der Deichsel an. Da sehen wir auch schon ein paar Modelle, die damit zu tun haben. Und zwar hier oben, das sind die Modelle, die Kupplung im angekuppelten Zustand und hier unten im abgekuppelten Zustand. Die haben wir uns in einer extra Maya-Datei erstellt, die wir uns, wenn wir die Schläuche in einer unserer Mods einbauen, in die jeweilige Maya-Datei reinladen können und dann nicht immer wieder neue Modelle dafür bauen müssen. Wenn wir uns hier mal den Kabelkanal angucken, da sehen wir auch schon ein Modell mit Schläuchen drin. Und zwar sind das 5 Hydraulikschläuche, 2 Bremsschläuche und ein Stromkabel. Dieses Modell nehmen wir uns als Referenzmodell und von diesen Flächen hier vorne, von denen können wir dann unsere Schläuche entweder dann zu den angekuppelten Kupplungen oder zu den verstauten Kupplungen her extrudieren. Bevor wir jetzt mit dem Bauen der Schläuche loslegen, noch zwei kleine Hinweise. Einmal, wir arbeiten fast hauptsächlich mit Maya und haben von Blender und anderen Programmen sehr wenig Ahnung. Deswegen werden wir auch nur ein Tutorial in Maya bringen. Wenn ihr andere Programme benutzt, dann müsst ihr euch die entsprechenden Befehle raussuchen. Und der zweite Hinweis, für die, die es von euch vorhaben, Schläuche aus unseren Modellen raus zu exportieren und in die eigenen Modelle zu importieren, das geht meistens da hinten los, und zwar dürfen die Schläuche im Giants Editor nicht verschoben werden. Das hat was mit dem Pivot zu tun, da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. So, als erstes brauchen wir eine Curve. Dazu gehen wir hier oben auf Create, Curve Tools, CV Curve. Um die Form der Kurve besser hinzukriegen, wechsle ich mal kurz die Ansicht. Fange hier vorne bei den Schläuchen an, im Kabelschacht, und gehe mal grob entlang, wie der Schlauch aussehen könnte. Bestätige das mit Enter. Das, was ihr jetzt gerade nicht seht, ist, dass ich auf dem zweiten Bildschirm noch ein Bild habe mit den Schläuchen im angekuppelten Zustand. Und da versuche ich jetzt mit Rechtsklick auf die Curve Control Vertex die Vertices so anzupassen, dass das alles sehr realitätsnah aussieht. Ich werde es mal kurz anpassen und bin dann nachher wieder zurück. So bin ich ganz zufrieden mit dem Modell. Ein kleiner Tipp noch, um die Kurve sehr mittig an dem Modell hier vorne zu kriegen, wählen wir uns den letzten Vertice von der Kurve aus, halten V gedrückt, bewegen den Mauszeiger etwa in die Mitte von dem Modell hier oder von dem Zylinder, und dann springt der Vertice von der Kurve auch direkt an den Vertice von dem Modell. Jetzt geht's los ans Extrudieren. Dazu wählen wir uns die Faces hier vorne aus, die Stirnflächen. Und mit Shift die Kurve, gehen dann auf Extrudieren und passen dann die Unterteilung an. So, das sieht schon ganz gut aus. Ich mache mal extra ein paar mehr Unterteilungen, damit auch Flächen oder damit auch Bereiche wie hier vorne schön unterteilt werden, und gehe dann, weil wir etwas auf die Performance achten möchten, rüber und lösche ein paar Unterteilungen. Nach ein paar Anpassungen sieht das Ganze dann so aus. Auch hier vorne an der Kupplung passt das sehr schön. Jetzt müssen wir noch das Modell von dem Schlauch separieren. Dazu wählen wir einmal die ganzen Faces aus, gehen hier oben auf Separate und haben nun zwei verschiedene Modelle hier. An dieser Stelle gehe ich immer ganz gerne auf Modify, Center Pivot. Dann habe ich hier vorne mein Pivot sehr objektnah, das erspart mir nachher ein bisschen Arbeit. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir vom Extrudieren
hier vorne noch ein Face an der Stirnfläche haben. Das habe ich gerade schon gelöscht. Da wir das eh nicht sehen, ist es immer ganz gut, das zu löschen. Jetzt geht's ans Unwrappen. Da habe ich letztes Jahr einen kleinen Trick kennengelernt, den ich hier gerne weitergeben möchte. Mit diesem Trick ist man meiner Meinung nach viel schneller beim Unwrappen von Schläuchen. Und zwar wählt man das Objekt einmal aus, geht hier oben auf UV, dann auf Unitize. Dann müsste das im UV-Editor so aussehen. Dann wählen wir eine Bahn von Edges aus. Da am besten immer die nehmen, die nicht so offensichtlich sind, nicht so ins Sichtfeld geraten. Und kehren die Auswahl einmal um. Das mache ich ganz einfach mit Shift gedrückt halten. Einmal ein Kästchen drüber ziehen. Jetzt ist die Auswahl umgekehrt. Und wenn wir jetzt nochmal den UV-Editor angucken und hier auf Move and Sue the Selected Edges gehen, sehen wir auch, was das macht. Dann das Ganze nochmal markieren. Einmal umdrehen. Das liegt daran, dass wir auf unserer Textur die Schläuche horizontal haben. So, dann wählen wir uns das Objekt nochmal aus. Gehen mit Rechtsklick drauf und unter Polygons findet ihr bei Unfold hier ein kleines Kästchen. Das ist ganz wichtig, dass ihr darauf geht. Falls ihr die ganzen Optionen hier nicht habt, einmal hier auf Legacy gehen. Dann seht ihr hier Unfold Constraint. Das bedeutet, dass wir einmal komplett in alle Achsen ausbreiten können, beziehungsweise nur in die vertikale oder horizontale Achse. Wir sind jetzt hier auf der horizontalen Achse, drücken auf Apply und das ist jetzt unser Schlauch fertig für die Map. Das passen wir uns jetzt eben an. Dazu müssen wir mal gucken, dass wir das Material richtig drauflegen. Hier seht ihr jetzt die Textur, die wir für die Sachen erstellt haben. Und hier unten dieser Bereich, der ist für die Hydraulikschläuche. Nochmal einmal gucken. Ganz wichtig ist jetzt hier, dass wir die Schrift nicht hier reinlaufen haben, da das Modell da vorne hier endet und sonst die Schrift hier vorne einfach aufhören würde. Das passt soweit alles. Dann müssen wir noch eben das Modell des Schlauchs mit dem Modell von der Kupplung verbinden. Beide auswählen und hier oben draufklicken. Und jetzt ist das Modell des Schlauchs an sich schon fertig. Jetzt müssen wir noch darauf achten, dass der Pivot von dem Modell im Ursprung liegt, denn immer dann, wenn man Mesh mit Bones verbinden möchte, die wir nachher brauchen, muss das Mesh an sich im Ursprung liegen. Das ist auch der Grund, warum ich am Anfang sagte, dass man im Giants Editor exportierte bzw. importierte Schläuche nicht bewegen kann. Bei uns ist das gerade der Fall, da wir die Kupplung und Schlauch gerade zusammengefügt haben. Falls das nicht der Fall sein sollte, einmal auf Modify gehen, auf Freeze Transformation und anschließend auf Reset Transformation. Jetzt müssen wir uns noch Gedanken dazu machen, an welcher Stelle des Modells wir denn die Schläuche packen. Da ist noch wichtig, dass das Mesh immer hinter den Bones in der Hierarchie in dem Baum sein muss. Und da schaue ich mal nach, wo ich einen geeigneten Platz bei der Ultima habe. Ich suche mir hier vorne die Transform Group Body aus, setze da vorher noch eine leere Transform Group rein. Die nenne ich Dynamic Hoses. Und schiebe die in den Body rein. Hier rein kommt jetzt unser erster Schlauch.
Hier, wie gesagt, immer schön am Ende die Meshs reinpacken, damit das mit den Bones, die nachher hier vorne irgendwo landen werden, auch passt. So, dann gucken wir uns jetzt mal an, wie das mit den Bones funktioniert. Dazu gehen wir hier oben auf Rigging, haben hier Skeleton, Create Joints Tool, da drauf geklickt. Jetzt wieder zur Seitenansicht wechseln. Schauen, dass wir hier schön nah dran an dem Anfang von dem Schlauch landen. Und hier jetzt ganz wichtig, dass wir am Ende der Kupplung den zweiten Joint setzen. Wir vom BM-Modding haben uns darauf geeinigt, dass wir den zweiten Joint immer am Ende der Kupplung setzen. Wie ihr das im Endeffekt macht, ist euch überlassen. Aber ich denke, dass wir da einen sehr guten Weg gefunden haben, an den sich alle orientieren können, sodass das nachher an allen Schleppern und mit allen Geräten klappt und auch schön aussieht und nicht irgendwie die Kupplung im Schlepper nachher sitzt oder vorm Schlepper schwebt. Enter bestätigen. Dann verknüpfen wir mal die Bones mit dem Mesh hier unten. Gehen auf Skin, Bind Skin. In älteren Versionen heißt das, glaube ich, Smooth Bind. Und schauen uns mal an, wie das jetzt aussieht. Ja, das sieht noch etwas komisch aus, scheint aber alles zu klappen. Jetzt werden wir erst nochmal die Bones an die richtige Stelle schieben. Dazu müssen wir gucken, was dieses hier für ein Modell ist. Das ist der Attacher-Arm. Da setzen wir also den ersten Joint rein. Ja, ich merke selber, ich widerspreche mich da immer wieder. Mal sage ich Bones, mal sage ich Joint. Ich hoffe, ihr wisst, was gemeint ist. Den ersten dann also in den Attacher-Arm. Damit es übersichtlich bleibt, werde ich da auch noch mal kurz eine Transform Group reinsetzen. Mal einmal überprüfen. Wunderbar. Und jetzt geht es daran, was mir bestimmt jeder bestätigen kann, der das schon mal gemacht hat, eine sehr undankbare oder eher undankbare Aufgabe, die Gewichte zu verteilen. Dazu gehen wir mit Rechtsklick auf den Schlauch, haben jetzt hier die Option Paint Skin Weights. Und da können wir jetzt schon sehen, den Einflussbereich von den Joints auf das Mesh. Schwarz bedeutet kein Einfluss, weiß bedeutet sehr großen Einfluss. Wenn wir uns jetzt hier den Joint hier vorne angucken, Joint 28, sehen wir auch, dass nur hier vorne ein bisschen grau ist. Da unten müsste auch noch irgendwo ein bisschen grau sein. Und der Rest aber alles schwarz ist. Um das anzupassen, gehe ich immer so vor, dass ich hier auf Select gehe. Und so kann ich jetzt die einzelnen Vertices selektieren und denen die jeweilige Skin Weight zuordnen. Wenn ich hier vorne jetzt das machen möchte, gibt es ein kleines Problemchen, da wählt er den Joint aus. Deswegen füge ich nochmal eben eine Layer ein. Man kann es auch über Display und Ausblenden machen, Show und Hide. Wähle die beiden Bones aus oder Joints, füge die hier hinzu und blende die aus. Nun kann ich die Sachen ja alle selektieren. Joint 28, das war der hier vorne ist. Der bekommt hier
vollen Einfluss auf die vorderen Vertices und keinen Einfluss auf die hinteren Vertices. Das passt. Und Joint 27, das war der hier vorne ist, der bekommt vollen Einfluss für die hier vorne und null Einfluss für die hier hinten. Das passt auch. Uns das Ganze jetzt nochmal angucken. Sieht das schon besser aus. Für die Bereiche hier zwischen, das ist das, was jetzt das Undankbare ist. Da muss man jetzt ein bisschen mit den Skin Rates rumspielen, ein bisschen ausprobieren, bis es alles passt. Da kann man sehr viel Zeit investieren. Das werde ich jetzt nicht alles aufnehmen. Werde euch aber noch sagen, wie ich mich grob orientiere. Und zwar nehme ich einfach die Anzahl von den Unterteilungen hier und rechne damit dann die Prozentzahl aus von den Skin Rates, die ich nachher hier brauche. Also wenn ich jetzt einmal 10 Unterteilungen habe, dann gehe ich in 10er Schritten immer weiter. Wenn es dann irgendwelche blöden Knicke gibt, die unschön aussehen, die passe ich dann auch manuell wieder an. Um bei den ganzen Schläuchen den Überblick zu behalten, benenne ich mir die folgendermaßen um. Und zwar gehe ich dann immer nach den Farben von den Kappen hier vorne. Hier ist jetzt eine gelbe Kappe, deswegen Hydraulic YA. Y steht dabei für Yellow und das A für die Anzahl von den Schläuchen. Hier haben wir jetzt nur ein einfach wirkendes Steuergerät, deswegen nur das A. Wenn wir uns mal weiter oben hier vorne die Kappen angucken, da haben wir zwei grüne und da hätten wir dann A und B. Die Bones, die benenne ich mir dann dementsprechend um in Hydraulic YA1 und Hydraulic YA2. Und dann noch eine kleine Besonderheit zu dem Skript. Und zwar geht das Skript bisher nur die Reihenfolge von den Bones in der Hierarchie entlang. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel hier vorne die beiden Grünen haben, ist es immer besser, die beiden Grünen direkt untereinander stehen zu haben, von den Bones her, damit die dann auch nebeneinander angekuppelt werden. Wenn wir dann anfangen, die nächsten Schläuche zu machen, dann können wir die Curve, die wir gerade erstellt haben, nochmal wieder benutzen. Die befindet sich noch hier vorne versteckt. Ich kann jetzt hier einfach rausziehen, das liegt daran, dass die Curve schon von dem Mesh entkoppelt wurde. Und zwar als wir das Mesh mit der Kupplung verbunden haben. Wenn ihr eine andere Folge nehmen möchtet, dann kann das sein, dass ihr vorher einmal auf das Mesh gehen müsst und dann auf Edit, Delete History. Das dürft ihr allerdings nicht mehr machen, sobald ihr Joints mit dem Mesh verknüpft habt. Wie das Ganze dann in der XML aussieht, da schreibt der Fan 2000 gerade eine PDF zusammen. Da werdet ihr dann auch anhand der Ultima nachlesen können, wie wir das bei der Ultima gemacht haben mit Screenshots. Sollte dabei noch etwas unklar sein, könnt ihr euch auch gerne an uns in unserem Forum wenden. Beziehungsweise könnt ihr auch einfach auf unseren TS kommen. Da haben wir vergangenen Sonntag eine Community-TS-Sitzung gemacht. Die werden wir nach der großen Nachfrage, die wir Sonntag hatten, auch jetzt regelmäßig wiederholen. Da stehen wir dann immer bereit, um euch Fragen zu beantworten oder einfach mit euch über dies und jenes zu quatschen. Wie immer ist Feedback gern gesehen. Dies war jetzt mein erstes Tutorial, was ich aufgenommen hatte. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen gut hingekriegt. Falls ihr Verbesserungsvorschläge habt oder euch irgendwas anderes wünscht, lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Und dann würde ich sagen, gucken wir doch mal, was sich so in den nächsten Monaten ergibt, ob wir da vielleicht so das ein oder andere Gerät dann nachher mit Schläuchen von euch entdecken.